Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es hier eine neue Review zu dieser Isomatte hier, einer selbstaufblasenden Isomatte von der Marke Robins, und zwar der Ice Shield 75. Die Ice Shield 75 ist eine relativ robuste, selbstaufblasende Isomatte mit einem R-Wert von 4,2 nach dem ESTM, nicht dem neuen ASTM-Verfahren gemessen. Und ich hatte diese Isomatte auf verschiedenen Campingtrips von ungefähr 0 Grad Nachttemperatur dabei. Solche selbstaufblasenden Isomatten sind besonders robust, meiner Meinung nach. Das spiegelt sich allerdings auch im Gewicht und im Packmaß wider. Die Isomatte wiegt knapp 1,1 Kilogramm und hat ungefähr ein Packmaß von 30 x 15 Zentimetern. Geliefert wird die Isomatte in einem kleinen Packsack und mit solchen Gummiriemen, mit der ihr die Isomatte noch kleiner machen könnt. Wie bei allen selbstaufblasenden Isomatten, die ich bereits getestet habe, beispielsweise auch bei der Sea2 Summit Camp Plus SI, ist es so, dass wenn ihr die Isomatte komplett aufgepustet haben wollt, müsst ihr immer etwas nachpusten. Also dieses selbstaufpustende bzw. selbstaufblasende funktioniert nur zu einem gewissen Punkt, bis der Unterdruck in der Isomatte abgebaut ist, und danach empfehle ich immer noch ein bisschen nachzupusten. Das könnt ihr mit dem Mund tun oder mit einer kleinen Pumpe oder auch mit einem passenden Pumpsack, der nicht mitgeliefert wird. Wie bei fast allen Isomatten, die selbst aufblasen sind, muss man auch hier ein bisschen nachpusten, weil komplett von alleine bläst sie sich natürlich nicht auf, beziehungsweise nur minimal. So, einmal kurz zu dem Ventil, das funktioniert auf zwei verschiedene Wege. Es ist einmal hier diese Schutzkappe oben und dann habt ihr hier so eine Gummisicherung, Gumminoppe. Die könnt ihr entweder eindrücken, sodass das Ventil quasi komplett offen ist. Ihr könnt dann die Luft rausreichen lassen, oder am Anfang strömt dann besonders viel Luft rein. Oder ihr lasst es so und dann funktioniert es quasi wie ein Widerdruckventil. Wenn ihr reinpustet, bewegt sich das Gummi ein bisschen und die Luft geht rein, aber die Luft, die bereits drin ist, kann nicht mehr wieder raus. Das Außenmaterial der Isomatte ist ein 20D Ripstop Nylon. Besonders gut gefällt mir eigentlich das Muster der Isomatte. Also wie man sieht, im Vergleich zu anderen Isomatten ist diese Isomatte nicht besonders eingedellt. Die ist relativ eben und relativ glatt, beziehungsweise relativ waagerecht oben, und im Vergleich zu Thermarest beispielsweise ist die hier kaum eingewellt, und ich finde, das ist relativ angenehm zum Schlafen. Es erinnert eher an eine normale Matratze als an eine Isomatte vom Camping. Und wie man sieht hier, die 7 cm Dicke ist auch ziemlich gut, also relativ komfortabel. Und durch die Füllung ist die sehr, sehr weich. Also wie gesagt, es erinnert mich nicht besonders an eine normale Luftmatratze, sondern eher an eine normale Matratze. Und natürlich kann man die auch auf verschiedenen Härten aufpusten. Und wenn ihr es besonders kalt habt die Nacht, dann empfehle ich die komplett aufzupusten, weil das die Isolationswirkung verstärkt. Und im Sommer kann man die etwas weicher lassen, dann finde ich die persönlich auch noch komfortabler. Ich habe die Isomatte in der Größe L. Für mich ist persönlich immer der Schlafkomfort wichtiger als das Packmaß und das Gewicht, muss ich ehrlich sagen. Und für mich ist die Größe auf jeden Fall ausreichend. Viel kleiner sollte es allerdings nicht sein, also ich empfehle für jeden über 1,80 die Größe L. Wer den Kanal schon etwas verfolgt, weiß, dass ich sehr gerne buchen gehe oder beziehungsweise auch mal ohne Zelt schlafe, und dafür ist diese Isomatte meiner Meinung nach ideal. Sie ist sehr robust, hat einen relativ hohen R-Wert und ist trotzdem sehr komfortabel, und man kann sie trotzdem noch in den Rucksack einpacken. Also für Bushcraft und Biwaktouren ist es auf jeden Fall sehr gut geeignet. Um die Isomatte einzupacken, drückt ihr einfach das rote Gummiventil nach innen. Dadurch kann dann die Luft in der Isomatte entweichen und ihr könnt sie ganz einfach einrollen. Kommen wir nun einmal zu meinem Fazit. Was halte ich von der Isomatte und für wen ist die Isomatte auf jeden Fall geeignet? Dadurch, dass sie selbst aufblasend ist, ist sie natürlich nichts für Leute, die ultra leicht sein möchten, aber vor allem für Leute, die gerne Bushcraft, Biwaks machen. Für die halte ich die Isomatte sehr, sehr gut. Sie hat einen hohen R-Wert, ungefähr für Temperaturen bis 0 Grad würde ich persönlich nach meiner Erfahrung sie empfehlen, und sie ist sehr so robust von dem Außenmaterial her. Und daher eher was für Leute, die gerne Carcampen gehen, auf Zeltplätzen schlafen oder auch eher so auf Bushcraft-Touren gehen mit weniger Kilometern am Tag. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war meine Review zur Ice Shield 75. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte euch die gerne. Guckt auch bei Robins vorbei, ist in den Kommentaren und in der Beschreibung verlinkt. Und von mir war es an der Stelle. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.